Ja, lieber Melvin, wir sind zurück mit einem neuen Videoformat, das wir so auf YouTube zusammen noch nicht angegangen sind. Wir haben ja bis jetzt über Challenges gesprochen und uns Challenges gesetzt, aber dieser Kanal soll auch darüber hinaus unsere Gedankenwelt berühren. Und wir sind heute in unserem ersten Talkformat, was so ein wenig an unsere Zeit zurückerinnert auf Spotify. Und wir wollen ganz, ganz unbekümmert ein Gespräch eingehen über ein Thema, was ich diesmal mitgebracht habe, was mich jetzt sehr beschäftigt hat. Und ich Mhm. würde gerne in Media Res starten, wenn das für dich okay ist. Ja, mach mal. Hi. Okay. So, ich möchte nämlich über Angst sprechen und was Angst in einem ganz besonderen Fall bei mir in den letzten Tagen und Wochen mit mir gemacht hat. Denn ich hatte in der vergangenen Woche, das ist jetzt 3 Tage her, eine Magenspiegelung. Ja, es wurde einfach notwendig, um Symptomatiken bei mir zu oder die Symptomatiken abzuklären und eine Mhm. Grundlage dafür auszumachen oder eine Ursache dafür auszumachen. Und ich bin so etwas wie ein Hypochonder, und wenn irgendetwas im Raum steht, dass eventuell etwas mit mir nicht in Anführungsstrichen gesund ist, dann Mhm. stelle ich mir unvorstellbare Dinge vor, und ich sehe mich tatsächlich wirklich im Grab. Und es mag jetzt irgendwie so dahergesagt klingen, aber es hat, und das habe ich jetzt erst gemerkt, mich auf eine sehr unangenehme und drastische Art und Weise beschränkt in den letzten Wochen. Wenn ich darauf zurückblicke, dann habe ich eher einfach funktioniert. Also, es war, je näher dieser Termin der Untersuchung rückte, Mhm. desto mehr ist irgendwie alles an mir verschwommen. Ich habe gemerkt, wie ich immer introspektiver wurde, immer mehr in mich hineingefallen bin, immer mehr in dieser Vorstellungswelt, schwer krank zu sein Mhm. und Abschied nehmen zu müssen, habe ich mich verloren und tatsächlich ein wenig doll den Kontakt zu meiner Außenwelt hin verloren. Und das habe ich in der Situation nicht so wahrgenommen. Ich habe das als hohen Leidensdruck wahrgenommen natürlich, Ja. weil ich mir immer wieder vergegenwärtigt habe, dass ich Menschen zurücklassen werde und so. Also, es ist wirklich sehr plastisch ausgebildet gewesen in meiner Vorstellung. Mhm. Ähm, und das habe ich so richtig erst bemerkt, nachdem in der Untersuchung alles in Ordnung war und ich mich im wahrsten Sinne des Wortes auch freier gefühlt habe, leichter gefühlt habe und auf einmal wieder viel mehr nach außen geguckt habe, viel mehr Kontakt zu meiner Umwelt wieder aufgenommen habe. Mhm. Das hat sich halt in all so Dingen gezeigt, wie ich habe weniger soziale Beziehungen in den Wochen gepflegt, ich habe weniger gelesen, ich war weniger tätig, ich war wirklich auf mich selbst beschränkt, und das war ein Befreiungsschlag. So viel erstmal zur kurzen Darstellung, was der Aufhänger dieses kleinen Talkformats sein soll. Angst im Spezifischen, die Angst vor dem Tod. Und ich weiß, weil wir ja auch schon des Häufigeren geschrieben haben, dass du dieses Gefühl kennst. Gerade vor Klar. Untersuchungen, was passiert, wenn I'm a dead man walking, Mhm. und was es mit einem macht. Dead Man Walking, ja, also erstmal finde ich beruhigend, dass du das jetzt hinter dich gebracht hast. Also, die Erfahrung wie auch den Eingriff und, ja, und jetzt auch anders auf alles schauen kannst, so. Das ist natürlich ein teuflischer Zustand. Also, wir sind, ganz gut, konfiguriert darauf, in eine, Katastrophenfantasie zu geraten. Ich glaube, das hat auch viel mit dem Input zu tun, so mit den Informationen, die wir abrufen können im Netz und in irgendwelchen Medien. Und wir sprechen auch echt wenig übers Sterben und über den Tod, so finde ich auch. Also, dass wir auch da irgendwie weiterhin so diffuse Ängste haben und natürlich dann auch mittlerweile in 'nem Alter sind, wo wir nicht mehr gedanklich ewig leben, sondern wir haben sicherlich auch schon mal Mhm. jemanden verloren und, der Körper macht halt macht irgendwie macht Dinge so, dass wir
dass wir da quasi auch schon mal aufgeregt werden können. Kenne ich alles. Bei mir war es übrigens noch viel früher, also bei mir fing das schon mit Anfang 20 an. Diese Karzinophobie, also die Angst vom Krebs so Mhm. und, auch die Angst vor anderen, ja, unheilbaren Erkrankungen, die irgendwann mal auch im Raume standen. Also, ich bin da so ein bisschen hinmanövriert worden, weil auf meiner Überweisung dann irgendwie stand, irgendwie Verdacht auf dies, das, malignes, Ja. Melanom oder Lymphom oder so und eilt und schnelle oder rasche Untersuchung erbeten und das macht natürlich was mit mir, ey. Ja, von daher, Marco, ich habe das auch mitbekommen, dass du nicht so richtig, verfügbar warst so, ne, und verstehe das jetzt auch besser. Und hätte mich vielleicht gefreut, wenn du dich in dieser Phase noch mal so an mich wendest, so, wir einfach darüber sprechen können. Wenn du's aussprichst, ist meine Erfahrung, wird's teilweise ein bisschen greifbarer, weil wir können ja auch darüber nachdenken, was hilft denn in Mhm. solchen Phasen und was hilft gegen diese diffuse Angst, ja, oder gegen diese katastrophischen Denkweisen. Und Ja, da jetzt bist du ja über diesen Punkt hinaus und kannst wahrscheinlich auch ruhiger und unaufgeregter auf das alles schauen. Das ist ja ganz interessant. Ist ja auch noch absolut, ja. frisch. Ja. Ja. Ja, ich glaube, da kommt noch 'ne zweite Problematik einher. Da bin ich auch, was, ich sage mal, Ängste und so weiter ansprechen angeht, bin ich auch irgendwie in Anführungsstrichen typisch Mann, weil ich glaube, oftmals ist das 'n Thema bei Männern, dass man grade so psychische Leiden, für mich war das ja 'n psychisches Leiden. Also, an sich, ist es ja die Angst vor etwas, was nicht eingetreten ist. So, Ja. ne, solange ich nicht die Kenntnis davon habe, dass ich jetzt schwer krank bin, bin ich erst mal in meinem Bewusstsein nicht schwer krank. So, ich habe die Vorstellung vielleicht davon, aber es ist ja 'eine andere Realität, als wenn ich jetzt 'ne Diagnose gestellt bekäme. Und in dieser Angst, ich mache diese Dinge immer mit mir selber aus und weiß, dass es auch sehr ungesund ist. Und, ja, ich weiß es nicht, welche Beweggründe dahin führen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jemand anders nicht zutraue, irgendwie da was, Gescheites, beizutragen oder mir zu helfen, sondern es ist irgendwie so 'n, ich versuche mich dadurch runterzureden, indem ich sage, so, wenn ich das jetzt bei anderen auch noch thematisiere, dann werde ich ja dem ganzen Thema noch mehr Aufmerksamkeit widmen. Und ich habe immer die Sorge, dass es dann noch mehr Relevanz für mich bekommt, als wenn ich versuche, es zu unterdrücken. Aber diese Taktik wahrscheinlich auch nicht die lösungsorientierteste ist. So, dass es für mich meistens, wenn es mir nicht gut geht, ziehe ich mich in mich zurück, weil ich ja dem ganzen Thema nicht mehr widmen möchte, als notwendig, was natürlich totaler Quatsch ist, weil ich ja in meiner eigenen, Brühe dann dahin koche. Und du sagst es, als Aussprechender können wir den Dingen auch etwas mehr Objektivität geben, indem wir sie in die Welt hinaustragen und uns andere Meinungen, andere Ansichten und auch vielleicht wirklich, Statistiken oder sowas hinzufügen. Also, ne, wir können ja, ne, das Beispiel in der Pandemie mit der AstraZeneca-Impfung war ja auch, einerseits sehr emotional aufgeladen, weil ich auch aus dem weitesten Bekanntenkreis davon gehört habe, dass, Menschen tatsächlich an 'ner Sinusvenenthrombose, gestorben sind, nach dieser Impfung. Und da kann man natürlich auch sich, Statistiken hinzuziehen und da, ja, die blanken Zahlen entgegenlegen. Ob das jetzt Mhm. im Einzelfall was bringt oder nicht, das, ist wahrscheinlich sehr subjektiv, aber indem wir es aussprechen, können wir da, glaube ich, ja, können wir uns Abhilfe verschaffen. Aber es ist natürlich, wenn wir über den Berg rüber sind, dann wissen wir, okay, wir hätten vielleicht die und die Route besser gehen können und wären, irgendwie ohne, oder die Probleme auf dem Weg zum Gipfel wären kleiner gewesen. Ja. Wo du jetzt gerade auch das Thema Männlichkeit oder wie ist das für mich als Mann, mit Angst und so weiter umzugehen, angesprochen hast. Also, ja, da kommt natürlich auch dieser männliche Stolz dann teilweise, Mhm. womöglich sich nicht in seiner Schwäche zeigen zu wollen, ne? Also, ich kriege das Ja. schon irgendwie alleine hin. Ja, ich gehe jetzt nicht mit meiner Freundin auf die Toilette und weine oder so.
Und gleichzeitig aber auch wieder das Zurückdrängen der Emotionen so, ne? Also, ich fände es halt schön, wenn du mich mit deiner Angst behelligen würdest, dich auch mal darin zu erleben, ne? Ich meine, ich spreche das auch für mich, noch mal bewusst aus, weil ich die Erfahrung mache, seitdem ich ausspreche, seitdem ich mich zeige. Das heißt nicht nur, dass ich deskriptiv irgendwie so die Dinge eruiere, sondern dass ich mich einfach auch mit meinen Gefühlen dazu zeige, dass das für mich leichter wird, weil ich merke, das wird durchaus geteilt. Ich teile es Mhm. mit und dann teilen die anderen das auch und nehmen mir irgendwo auch 'n Stück weit die Last ab. Das ist dann, indem ich halt die ohnehin ständig feuernden, bewussten oder unbewussten Fantasien, noch verstärken würde, indem ich sie versprachliche, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich 'n Trugschluss. Ja, das ist da, ja. Du nennst das Kind beim Namen, du legst es auf 'n Tisch. Das ist also eigentlich alles, was ich therapeutisch gelernt habe oder mitbekommen habe, ist das, wesentlich, diese Dinge zu zeigen und auszusprechen und dann auch in den Diskurs zu kommen. Ja, weil, ich meine, das wird wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen, dass die anderen sagen: „Jo, Marco, du stirbst jetzt so“, ne? Also, safe. Und selbst das wäre interessant, so 'n bisschen Exposition. Vielleicht Ja. kommt dann der Trotz so: „Dann fick dich doch, dann sterbe ich eben Mhm. nicht“, so. Also, ich glaube, das ist schon 'n Weg, den man gehen möchte, Mhm. also man auch, ne, mit 2 N, um besser umgehen zu können mit all dem. Ja. Und ja, auch einfach mal die Erfahrung zu machen: „Ey, wie kommt 'n das an, wenn ich Schwäche zeige?“ Und dann eben, dass das eben nicht irgendwie verlacht wird oder so. Was meinst du, wie gesund das ist? Mhm. Ja, ja. Ja. Ich glaube auch, dass es also, mir fällt es immer oder mir fallen Dinge einfacher, wenn ich auch auf den Erfahrungshorizont von anderen Menschen zugreifen kann. Ja. Das ist natürlich auch in dem Austausch erst möglich. So, was sollen andere Menschen dir das an der Nasenspitze ansehen, dass du 'ne Magenspiegelung hast und Angst jetzt nicht vor der Untersuchung hast, aber vor etwaigen Ergebnissen, die dabei rumkommen. Und das kann ja auch sehr beruhigend sein. Also, ich habe tatsächlich mit meinem, Chef da kurz drüber gesprochen, weil ich einfach sagen wollte: „Hey, ich bin an dem und dem Tag, später auf Arbeit, weil ich, 'ne Untersuchung habe, 'ne Magenspiegelung.“ Hatte ihn gefragt, so nach seiner Erfahrung oder, ne, ob er sich damit auskennt, wie das so, ich sage mal, mit'm zeitlichen Ablauf ist, wann kann ich danach wieder arbeiten et cetera pp. Und er sagte, er hat das auch schon, häufiger, erlebt und, hat gesagt so, ne, nach seiner Erfahrung kannst du da ganz normal danach arbeiten gehen. Ich habe mich auch, nicht, mit irgendwelchen Mitteln betäuben lassen. Ich habe nur meinen Rachen betäuben lassen, weil ich danach auch relativ schnell wieder klar im Kopf sein wollte und jetzt nicht, durch irgendwelche Mittel euphorisiert und, entspannt sein wollte, weil ich halt noch an Mhm. dem Tag was vorhatte. Am Abend wäre das was anderes gewesen. Aber, ja, Ja. deswegen also auch so was wie die wie gesagt, also vor der Untersuchung hatte ich keine Angst. Natürlich denkst du drüber nach, so wie wird das? Und es war jetzt auch unangenehm, aber nicht schmerzhaft so. Ich habe das Ding, ähm, wirklich im Magen gespürt und als da, Biopsien genommen wurden, das war 'n bisschen unangenehm. Mhm. Und das ganze Würgen war 'n bisschen unangenehm, aber sonst geht das. Hm, war das schon 'ne Erfahrung, ja, was mache ich damit? Ich kann noch kurz hinzufügen, dass ich mich schon öfter in meinem Leben tot gesehen habe und Symptomatiken entwickelt habe, die nach, Untersuchungen, bei denen nichts herausgekommen ist, auch wieder weg waren. Also, meine, Mhm. ähm, Psyche hat einen unfassbar großen Einfluss auf meine körperlichen Abläufe. Ich Ja. kann das kurz mal erwähnen. Ich habe irgendwann mal muss ich sehr häufig auf Toilette, zu häufig und dann habe ich, 'n Termin beim Urologen gemacht und bis zu diesem Termin war es teilweise kurz vorher bin ich alle 5 Minuten auf Toilette und habe 3 Tröpfchen rausgedrückt. Dann war ich beim Urologen, der hat gesagt: „Alles gut, sieht so weit alles ganz, normal aus. Wir haben hier keine Pathologien vorliegen.“ Danach war alles wieder gut. Na So, klar. dasselbe mit irgendwelchen Zuckungen und Empfindungsstörungen in den Füßen.
Dann war ich beim Neurologen, dann war ich im MRT und da war alles gut. Dann hatte ich keine Ja. Hirnerkrankung, danach war's auch wieder gut. Ja. Also, die Mhm. Psychosomatik drückt richtig heftig und ich merke auch jetzt, dass meine Symptomatik auch jetzt schon durch diesen Mhm. Negativbefund deutlich besser ist. Also, es Ja, ist unfassbar, wie das zusammenspielt, wenn man das wirklich mal erlebt und nicht nur ja, gesagt bekommt, das ist so. ja, Weil das so einschränkend ist in seinem Alltag, wenn ich alle 5 Minuten auf die Toilette muss, weil ich mir vorstelle, ich könnte ja schwer krank in ja, der Blase oder in dem ganzen System sein. Ähm, Das ist also ja, ich glaube, was ich als Schlüsselerkenntnis daraus mitgenommen habe, und das hast du auch schon erwähnt, wir sind nicht mehr 20-Jährige, die sich selbst für unsterblich halten, dass ich auf mich Acht geben muss und meine Gesundheit natürlich nicht von mir kontrolliert werden kann, aber dass ich aktiv meiner Gesundheit zuträglich sein kann. Und das war exakt. eine starke Erkenntnis und eine Erfahrungserkenntnis. Nicht nur Mhm. eine geistige Erkenntnis, die du nachvollziehen kannst, weil es für dich logisch anhört und kohärent, sondern Mhm. es ist wirklich eine erfahrungsbasierte Erkenntnis, die ich jetzt Ja, mittlerweile gemacht habe. Und, morgen soll mein Fahrrad ankommen. Ich kriege endlich mal wieder 'n Fahrrad. Und ich freue mich sehr darauf, wieder aktiver cool. zu sein und meinem Körper so 'n bisschen jetzt mal auch, Rechnung zu tragen und dem Alter. So wie ich bin Ja, Mitte 30. Es geht nicht mehr so wie mit Anfang 20 und das ist, glaube ich, auch so eine Erkenntnis, die ich ganz stark daraus mitnehme. Ja ja, klar, ich bin verwundbar, ich bin sterblich, aber ich habe gewisse Dinge in der Hand, andere natürlich nicht. Also, ne, es kann natürlich sein, dass durch, Umwelteinflüsse und Genetik, dass dann halt auch immer dass Krankheit auch immer hinter der nächsten Ecke wartet. Aber dass ich 'n Teil dafür auch tun kann, dass es mir besser geht. Und diese Form der Selbstermächtigung ist was schon Befreiendes und was Schönes. klar. Also, ich wollte noch sagen, spannenderweise, so aus meinem Erfahrungsschatz heraus gesprochen, bekommen meistens die Leute diese schweren Erkrankungen, die damit gar nicht rechnen so, ne? Das also Zufallsdiagnosen. Ich habe eigentlich noch ganz selten oder eigentlich noch gar nicht wirklich erlebt, dass jemand, irgendwie so einem Termin entgegenfieberte und sich schon gedacht hat: „Ich sterbe und ich habe die schwersten Krankheiten“, und dann hat sich das bewahrheitet. Also, tatsächlich, ist die Macht der Psyche auf unseren Körper so gewaltig, dass wir eigentlich jede Krankheit in uns hineinfantasieren können. Aber am Ende kommt's dann eben doch anders. Und auch weil du sagtest, so deiner, Gesundheit zuträglich sein. Das ist ja auch sehr viel Stress für deinen Körper, sich dann so da Mhm. reinzusteigern, ja. Deswegen, also, finde ich super mit dem Fahrrad, ja, und auch gute Ernährung und Sport. Aber noch mal, auch sich zwischendurch mal bewusst mit dem auseinandersetzen, was so innerlich destruktiv abläuft, und auch über den Mhm. Diskurs zum Beispiel in einem schönen Podcast-Format mit deinem Kumpel Ja, Melro. Ja, ja, ich glaube, die meisten verstehen, dass das dazugehört zum Leben auch. ja. Und ich glaube, dass du auch einige direkt ansprichst, die das kennen so. Ich kann mir gut vorstellen, dass die eine oder der andere, solche Ängste schon ausgestanden hat und auch damit sich zurückgezogen hat. Ich glaube auch Frauen, um den Ja, anderen nicht auf den Geist zu gehen oder dergleichen. Aber dafür sind wir doch Mitmenschen, ne, dass wir ja, uns, austauschen dürfen und auch mal ja, halten dürfen und dergleichen. ja. Ja, Ja, meine Mutter war auch so dieses Beispiel dafür. Also, wenn die gesagt hat, ihr geht's schlecht, dann wusste sie, ihr geht's richtig schlecht, weil sonst hat sie sich das nie anmerken lassen. Und ja, auch da ist es halt das falsche Empfinden von funktional sein für etwas, ne? Weil wir dürfen uns ja nicht in der Weise verdinglichen, dass wir ein Zahnrädchen darstellen, was halt funktionieren muss und entweder ist es kaputt und wird ausgetauscht oder es funktioniert und, läuft weiter. ja, Das ist ja 'n großer Fehlschluss. Also, auch da sich das einzugestehen, dass es in Ordnung ist und dass wir halt nicht Dinge sind, die man austauscht, sondern, dass wir, ja, Menschen sind, die manchmal Heilung brauchen, manchmal Zuspruch brauchen und, ja, ja, dieser Hinweis ist natürlich von dir, sich mitzuteilen, ne, machen wir uns nichts vor, so das ist der Appell, glaube ich, den wir hier in der Mitte stehen lassen können und den wir auch an euch da draußen richten können. Das andere Thema, was ja die Grundlage all meiner Ängste bildet, der Tod,
Das Ja. brauchen wir jetzt hier nicht anschneiden. Das ist ein Thema für sich. Da werden wir mit Sicherheit noch mal 'n Video zu machen. Da bin ich natürlich auch mal gespannt, wie da so deine Ansichten und Einflüsse auf mich, Voll gerne, auch ja. sein werden, weil das Ja, ist halt für mich ein Evergreen, ja, für mich zu akzeptieren, dass der Tod, also wirklich zu akzeptieren und anzunehmen, dass der Tod ja, dazugehört und dass ich auch sterben werde. ja, ich auch. Und, ja, das ist natürlich die grundlegende Angst so, die kennt jeder Mensch, es sei denn, man hat 'ne sehr starke Vorstellung davon, wie es, nach dem Tod weitergeht und, glaubt fest daran. Ich glaube, dann ist es sehr viel einfacher, Ja, Abschied zu nehmen oder das zu akzeptieren und, in sein Leben zu implementieren. Aber da ist mir auch bewusst geworden, wir haben ja überhaupt keine Totenkulte. Das ist so, mhm. abgesondert auf die Friedhöfe und, Ja da soll klar. es bleiben. Mhm. Das werden wir hoffentlich noch mal, in die Mitte der Diskussion bringen. Das würde jetzt hier aber fehl am Platze sein. Aber ja, so viel zu meinen Ängsten und, Ja, zu dem, was, ja, da in mir vorgegangen ist. Ich hoffe, ihr könnt relaten. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr ähnliche Erlebnisse gemacht habt und was eure, Strategien sind, damit umzugehen. Und es würde mich freuen, auch da weiter zu lernen und, ja, zu wachsen. Danke ja. fürs Zuhören. Danke Danke fürs dir Mitteilen. für Mhm. das Gespräch. Es war gefühlt 1 Minute, aber wir sind bei Ja, über 20 genau. und, bis zum nächsten Mal. Tschau, macht's gut, Liebe und Vertrauen.